Okay. Haben wir wieder weitergemacht mit unserem Todesgefährt. Mit einem Knochenbrecher, wie es genannt wurde von einem unserer Zuschauern. Wir haben die Lenkung weitergemacht, wie man sieht. Hier ist nochmal ein Bild von, wie es vorher aussah. Also was wir letztes Jahr noch gemacht haben, ist, wir haben einmal hier diesen Lenker auf das Steuerrohr vom Fahrrad geschweißt. Von irgendeinem Fahrrad, was wir von eBay hatten. Billiges Kinderfahrrad. Damit wir quasi das Lenkrad drehen können. Dann haben wir noch Lenkstangen geschweißt und geflext. Und das Ganze sah dann am Ende so aus. Das ging auch schon ganz gut damit. Das Problem an dieser Lenkstange hier war, vorher war ein Stück tiefer, und zwar auf der Höhe. Und dadurch waren diese Winkel hier nicht im gleichen Winkel wie unsere Radaufhängung. Und da wir das ganze ja an der Höhe verstellen wollen, kam dann das Problem auf, dass diese Stange halt dann zu kurz war für diese höhere oder tiefere Stellung. Deshalb haben wir quasi nochmal diesen Winkel angepasst. Und jetzt können wir das hoch und runter schieben, wie wir wollen, und es passt immer noch. Das ist einfach nur ein Denkfehler, den wir da gemacht haben. Gut, dann haben wir weitergemacht hier in der Mitte. Wir haben uns hier was dran geschweißt, ein Kettenrad von einem Kinderfahrrad. Wir haben jetzt vorne das große Ritzel und hinten das kleine Ritzel, die wir benutzen. Das kleine Ritzel geht jetzt auf die Lenkstange drauf. Hier. Auf der anderen Seite. Da muss man auch nochmal upgraden, aber vorher nämlich noch ein Draht drin, das hat nicht so gut gehalten. Kann man jetzt quasi hier, mit dieser Mutter, kann man jetzt die Kette spannen. Hier. Genau, dann haben wir auf dieses Zahnrad noch ein Zahnrad drauf geschweißt. Worüber dann die Lenkkette auf dieses untere Zahnrad geht. Und ja, jetzt kann man quasi lenken. Wenn ich jetzt mal lenke, dann sieht man, das dreht sich hier alles. So. Dann haben wir uns noch ein Kardangelenk gebaut. Sieht so aus, damit man quasi hier diese Ecke lenken kann. Und dann geht die Lenkstange auf das Zahnrad. So, wenn man jetzt mal lenkt, sieht das Ganze dann so aus. Und dieses Kardangelenk dreht dann halt schön mit. Und ja, unser Lenkeinschlag ist jetzt wie bei der Formel 1, haben wir gesagt. Kannst irgendwie so halb einschlagen und dann bist du schon einen vollen Lenkeinschlag. Oder 3/4 oder sowas. Oder eine Umdrehung maximal. Und ja, das ist aktuell der Stand der Lenkung. Wir haben noch ein bisschen Probleme mit Spielen. Nicht in die Ketten, die sind nämlich hier, die ist noch nicht richtig gespannt, weil dieser Umlenker ist ein bisschen verbogen hier, das hält ja nicht aus. Jedenfalls ist hier gut Spannung drauf, da wird auch gut Spannung drauf sein, und da haben wir hier in den Ketten eigentlich gar kein Spiel, also gut wie keins. Ein bisschen Spiel ist halt hier in unseren Lenkstangen. Wenn man lenkt, zieht sich dann nämlich erstmal, na, jetzt sieht man es nicht, zieht sich, ja, ich sieht man es hier, zieht sich genau hier. Ich lenke und die Stange zieht sich erstmal rein und raus, bevor irgendwas passiert. Beziehungsweise drückt sich halt dann rein. Dann müssen wir gucken, ob wir hier irgendwas reinbekommen. Irgendein Gummi oder eine Feder oder sowas, damit das da auf Spannung ist. Nicht so lose da rumjockelt. Ja. So, und wie gesagt, das Ganze kann man jetzt immer noch hier, wenn man diese Schraube da rausschraubt, in der Höhe verstellen, das ganze Gefährt. Geht dann einfach hin, macht diese Schraube raus, schiebt dieses Blech hoch in das Loch. Dann hat man quasi das ganze Gefährt tiefer gelegt. Und dann sind wir auf Bodenhöhe
ungefähr so hoch. Also schon ziemlich niedrig. Der passt vielleicht so eine Faust oder so zwischen das Auto und dem Boden, wenn das runtergelegt ist. Ja.